Der Fall Joseph Roy Matheny. Joseph Roy Matheny war ein amerikanischer Serienmörder und Vergewaltiger aus der Gegend von Baltimore, Maryland. Obwohl er behauptete, 13 Menschen getötet zu haben, wurden nur genügend Beweise gefunden, um ihn wegen 2 Morde zu verurteilen. Nachforschungen bestätigen später, dass es 3 weitere Opfer gab, obwohl gegen ihn keine Anklage erhoben worden war. Fangen wir mit der Vorgeschichte von Matheny an. Mathenys Anwälte sagten, seine Mutter habe ihre 6 Kinder vernachlässigt, während sie in Doppelschichten außer Haus arbeitete. Sein Vater sei ein Alkoholiker gewesen, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei, als Matheny 6 Jahre alt war, und er habe an Depressionen gelitten. Matheny sagte, dass seine Eltern ihn oft zu Pflegefamilien schickten. Aber Matheny behauptete auch fälschlicherweise, dass seine Mutter tot sei. Seine Mutter sagte, dass sie ziemlich arm seien und sie als Kellnerin, Bardame und Imbisswagenfahrerin hart arbeiten musste. Aber sie habe ihren Kindern trotzdem immer ein normales Familienleben ermöglicht. Und die Kinder mussten nie hungern oder in Heime abgegeben werden, wie es Matheny behauptet hatte. Mathenys Mutter sagte, dass Matheny ein überdurchschnittlicher Schüler war, der stets höflich und als Kind nicht gemein zu anderen Kindern war. Sie sagte, er war klug und hatte eine gute Kindheit. Wenn er vernachlässigt wurde, war es seine eigene Schuld. Es war ein ziemlich gutes Zuhause. Matheny trat 1973 in die US-Armee ein. Seine Mutter sagte, er habe in Deutschland gedient, obwohl er behauptete, er habe eine Reise in Vietnam absolviert und sei dort in einer Artillerieeinheit heroinabhängig geworden. Seine Mutter sagte auch, sie könne sich nicht an seinen Dienst in Vietnam erinnern und die Umstände seines Dienstes seien in Presseberichten nicht bestätigt worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg in Vietnam auch schon mittlerweile vorbei. Matheny nahm nach seinem Eintritt in die Armee selten Kontakt zu seiner Mutter auf. Sie sagte, er driftete immer weiter weg. Ich glaube, das Schlimmste, was ihm jemals passiert ist, waren die Drogen. Es ist eine traurige Geschichte. Das Berufungsgericht von Maryland. Am 19. Dezember 1996 wurde der 41-jährige Joe Matheny, der nach Angaben der Behörden Frauen mit Drogen- oder Alkoholproblemen ausgenutzt hatte, wegen Mordes an 3 Frauen angeklagt. Matheny wurde erstmals wegen der Ermordung einer 26-jährigen Frau verhaftet, die er nach Angaben der Behörden in der Borderline Bar in Arbutus, einem Vorort von Baltimore, getroffen hatte. Der verweste Körper der Frau, Kimberly Spicer, wurde unter einem Anhänger weniger als 10 Fuß von Mathenys eigenem Anhänger bei der Palettenfirma Joseph Stein & Son entfernt gefunden. Matheny wurde auch wegen der Ermordung von Tony Ingrassia angeklagt, einer 28-jährigen Frau, deren Leiche 1994 in der Nähe der Interstate 95 nicht weit entfernt vom Unternehmen entfernt gefunden wurde. Sie war erstochen und erdrosselt worden. Die 3. Anklage betrifft den enthaupteten Körper einer unbekannten Frau. Die Polizei sucht außerdem nach den Überresten eines 4. Opfers, eines Mannes, nachdem Matheny angeblich gestanden hat, ihn getötet zu haben. Matheny, der ohne Kaution festgehalten wurde, wurde im Juli wegen der Axtmorde an 2 Obdachlosen im August 1995 freigesprochen. Eine Jury des Bezirksgerichts kam zu dem Schluss, dass es nicht genügend Beweise gab, um Matheny wegen der Tötung der beiden Männer in einem provisorischen Dorf namens Tent City zu verurteilen im Süden von Baltimore. Berichten zufolge hat Joe Roy Matheny gestanden, in der Gegend von Baltimore 10 Frauen getötet zu haben und wurde wegen Mordes an Kimberly Spicer, Tony Lynn Ingrassia und Catherine Magaziner Anfang der 90er Jahre angeklagt.
Offenbar fühlte sich Metheny gezwungen, die Frauen zu erdrosseln, nachdem er Zeit mit seinen Opfern verbracht hatte, was scheinbar beiläufig und normal war. Er verbüßte eine lebenslange Haftstrafe, nachdem sein Todesurteil wegen Mordes an Magaziner am 24. Juli 2000 aufgehoben wurde. Die Aufhebung des Todesurteils. Es ist der 25. Juli 2000. Das Berufungsgericht von Maryland hob gestern das Todesurteil gegen Joseph Roy Metheny auf. Er flehte die Jury bei der Urteilsverkündung an, ihn sterben zu lassen. Doch wie kam es dazu? Im Verlauf der unabhängigen Ermittlungen gab Metheny gegenüber Ermittlern der Mordkommission der Baltimore City Police Department mehrere Aussagen ab. Eine Überprüfung dieser Aussagen hatte ergeben, dass Metheny das Opfer, Catherine Magaziner, eines Nachts im Juli 1994 traf und sie zu seinem Wohnwagen bei Joe Stein & Son Pallet Company mitnahm. Joe Stein & Son Pallet Company war das Unternehmen, in dem er angestellt war. Während er in seinem Wohnwagen war, hatte er Sex mit Catherine Magaziner, während sie teilweise bekleidet war. Das wird später noch wichtig. Catherine Magaziner war ungefähr eine Stunde in seinem Wohnwagen gewesen, als der Angeklagte sie erdrosselte und ihr ihre Handtasche und Kleidung raubte. Dann begrub der Angeklagte Catherine Magaziner in einem flachen Grab und vergrub ihre Handtasche und Kleidung an einem separaten Ort. Metheny gab vor Gericht zu, Catherine Magaziner ermordet und ausgeraubt zu haben, nachdem er als Verdächtiger des unabhängigen Mordes an Kimberly Spicer festgenommen worden war. Doch das Gericht fand keine ausreichenden Beweise dafür, dass Metheny die Frau ausgeraubt hatte, ein erschwerender Umstand für die Staatsanwälte, die eine Todesstrafe gefordert hatten. Als er 4 Jahre später von einer Jury im Baltimore County verurteilt wurde, sagten Methenys Anwälte, dass der Angeklagte zwar Magaziners Kleidung und eine Handtasche an einer anderen Stelle als ihrem Körper vergraben habe, die Entfernung der Gegenstände jedoch nicht Teil des Verbrechens gewesen sei und somit auch nicht auf einen Raubüberfall rückschließen ließe. Auch konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass Metheny die Frau während des Mordes versuchte auszurauben. In der gestrigen Entscheidung stimmte dann das Berufungsgericht dieser Aussage zu. Da es keine Beweise für einen Raubüberfall gab, verwies das Gericht den Fall an den Bezirksrichter James T. Smith Jr. zurück. Die Klage des Gerichts könnte zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung für Metheny führen. Das Berufungsgericht nahm auch Smiths persönliche Vorbehalte gegen das Urteil zur Kenntnis, die er in einem Bericht an das höchste Gericht des Staates zum Ausdruck brachte, nachdem die Jury Metheny zum Tode verurteilt hatte. Metheny sei nur wegen des Raubüberfalls zum Tode angeklagt worden, weil man die Leiche und die Kleidung an verschiedenen Orten gefunden hatte, stellte der Richter fest. Eine andere Person, die ihr Opfer getötet hätte, aber das Opfer in ihren Kleidern begraben hätte, würde also nicht für die Todesstrafe in Frage kommen, schrieb Smith. Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung verbüßte Metheny wegen des Mordes an Kimberly Spicer im Jahr 1996 eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung und wegen eines versuchten Sexualdelikts und der Entführung von Rita Camper im Jahr 1996 eine 50-jährige Haftstrafe. Der Fall wurde von Baltimore, wo Metheny Magaziner tötete, in das County verlagert, wo er sich des Mordes und Raubes schuldig bekannte. Metheny flehte die Jury um die Todesstrafe an und sagte: „Die Worte, es tut mir leid, werden niemals herauskommen, denn sie wären eine Lüge. Ich bin mehr als bereit, mein Leben aufzugeben. Für das, was ich getan habe, dass Gott mich richtet und mich für alle Ewigkeit in die Hölle schickt." Später sagte er auch: „Ich habe getötet, weil es mir einfach Spaß gemacht hat." Die Jury beriet etwas mehr als 2 Stunden lang, bevor sie ihn verurteilte.
Die Anwältin von Metheny, Margaret Mead, sagte, dass das Berufungsgericht die richtige Entscheidung getroffen habe, indem es unzureichende Beweise für einen Raubüberfall anerkannt habe, da die Handtasche und die Kleidung einfach zurückgelassen worden seien, nachdem Metheny Magaziner getötet hatte. Sie sagte auch, Metheny habe sich entgegen dem Rat seiner Anwälte der Anklage wegen Raubes schuldig bekannt. Mead sagte, sie habe nicht mit Metheny gesprochen, vermutete aber, dass er glücklich sein würde, obwohl er den Geschworenen gesagt hatte, dass er sterben wolle. Als der Gerichtsprozess vorbei war, wurde ihm klar, dass er wirklich leben will, sagte sie. Es ist der 19. Dezember 1996. Nachdem Metheny angeklagt wurde, 3 Frauen erstochen, erwürgt und einige ihrer Körper sexuell verstümmelt zu haben, gestand er einen 4. Mord. Ausschnitt aus dem Gerichtsprotokoll. Am 17. Dezember 1996 um 15:05 Uhr wurde der Angeklagte über seine Miranda-Rechte informiert und verzichtete darauf. Kurze Erklärung zu den Miranda-Rechten: Das sind Belehrungen, wie man sie aus den Filmen zum Beispiel kennt, wenn Polizisten jemanden verhaften und die Rechte vorlesen, wie ihr habt das Recht zu schweigen etc. Gut, weiter im Text. Der Angeklagte gab eine auf Tonband aufgezeichnete Erklärung ab, in der er bestätigte, dass Detective Pennington den Angeklagten zum Block 3200 der James Street begleitete, um ihm zu zeigen, wo er das weibliche Opfer begraben hatte. Der Angeklagte wiederholte, er habe das Opfer erdrosselt und begraben. Darüber hinaus gab der Angeklagte an, dass er, nachdem die Leiche etwa 6 Monate lang begraben war, zum Bestattungsort zurückgekehrt sei, den Schädel ausgegraben und entfernt habe. Anschließend warf er den Schädel in einen Mülleimer. Die Kiste mit dem Schädel wurde später nach Oxford, Pennsylvania gebracht. Dem Suchteam gelang es zu diesem Zeitpunkt nicht, die Leiche zu finden. Aufgrund des Fehlers des Angeklagten bei der Angabe des Standorts der Leiche sowie der Topographie des betreffenden Gebiets und des damit verbundenen Regenabflusses nahmen die Leichenhunde den Geruch der Überreste an den falschen Stellen wahr. Daraufhin erwirkte Detective Pennington eine Verfügung und holte den Angeklagten erneut aus dem Baltimore City Detention Center ab. Detective Pennington transportierte den Angeklagten zurück zu Joe Stein & Son Pallet Company, um bei der Suche nach der Leiche zu helfen. Dieses Mal zeigte Metheny Detective Sergeant Lehman nach einigem Zögern einen Bereich etwa 3 Meter von der zuvor identifizierten Grabstelle entfernt. Darüber hinaus zeigte Metheny den Ermittlern den Bereich an, in dem er die Kleidung und die Handtasche der begrabenen Frau entsorgt hatte. Allerdings konnte weder Detective Pennington noch andere Mitglieder des Ermittlungsteams die Handtasche des Opfers oder Teile ihrer Kleidung finden. Die gefundenen Skelettreste von Catherine Magaziner wurden aus einem sehr flachen Grab geborgen und dann zum Büro des Chefarztes transportiert. Dr. William C. Rodriguez ist Experte für forensische Anthropologie. In seinem Bericht vom 10. Februar 1997 wies er auf Folgendes hin: Das Fehlen des Schädels und die Position des Unterkiefers und des rechten Oberarmknochens weisen darauf hin, dass die Überreste vor dieser Ausgrabung gestört wurden. Nach Meinung des Experten von Dr. Rodriguez stimmt die Morphologie des Unterkiefers und des postkraniellen Skeletts mit der einen erwachsenen Frau überein. Und eine kraniometrische Analyse ergab, dass die Rasse mit einem Kaukasier übereinstimmt. Mrs. Magaziner war eine kaukasische erwachsene Frau. Darüber hinaus kam er zu dem Schluss, dass die fortgeschrittene Umweltverwitterung der Überreste auf eine postmortale Zeitspanne von etwa 2 bis 3 Jahren hindeutet. Bei der Ausgrabung von Dr. Rodriguez wurden keine Kleidungsreste gefunden. Laut Dr. Rodriguez hängt der Verfall von Kleidung weitgehend von der Art der Kleidung ab,
also davon, ob es sich um Baumwolle oder Synthetik handelt, sowie von der Bodenzusammensetzung. Kleidungsstücke wie Nieten, Reißverschlüsse, Jeansnähte und Gummibänder haben eine längere Lebensdauer. Er hätte erwartet, die zuvor aufgeführten Kleidungsstücke zu finden, wenn Kleidung mit dem Opfer begraben worden wäre. Methany's Tod. Methany wurde am 5. August 2017 im Alter von 62 Jahren tot in seiner Gefängniszelle im Western Correctional Institution in Cumberland, Maryland, aufgefunden. Joe Roy Methanys Geständnis. Wir kommen zum Ende dieses Falls und damit zu Methanys persönliches Geständnis. Dieser Teil wird aus der Perspektive von Methany erzählt und nicht alles, was er darin erzählt, ist bewiesen. Es bleibt offen, ob Teile der Geschichte wahr sind. Zieht eure eigenen Schlüsse. Ich habe keine Probleme damit, eingesperrt zu werden, denn niemand außer mir selbst hat mich hierher gebracht. Und ich verdiene es, genau dort zu sein, wo ich bin, denn ich hatte 12 gesetzestreue Geschworene, die mir das in verschiedenen Fällen gesagt haben. Haha, ich wurde nur wegen 2 Morde und einer Entführung verurteilt, und zwar wegen der, die entkommen ist. Ich habe 50 Jahre für sie bekommen. Beim ersten Mord wurde ich zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Im zweiten Fall gaben sie mir die Todesstrafe. Ich saß 3 Jahre lang im Todestrakt von Maryland. Und dann hoben sie meine Strafe auf, gaben mir ein weiteres Leben ohne Bewährung und schickten mich für den Rest meines Lebens hierher. Ich habe 7 Menschen getötet, 3 Männer und 4 Frauen. 2 Männer, die ich mit einer Axt unter einer Brücke in Süd-Baltimore zerhackt habe. Ich wurde für nicht schuldig befunden, weil sie nicht beweisen konnten, dass ich es getan habe. Unter derselben Brücke habe ich auch 2 Frauen und einen Mann getötet, die gerade fischten und zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Ich habe ihre Körper mit Gewichten beschwert und sie in den Fluss geworfen. Etwa 3 Jahre später zeigte ich der Polizei, wo ich sie hingelegt hatte, aber sie konnten sie nicht finden. Deshalb konnten sie mir dafür auch keine Kosten in Rechnung stellen. Mein Amoklauf begann als Rache, endete aber in einer Leidenschaft für den Geschmack von Blut und das überwältigende Machtgefühl, das man bekommt, wenn man einen anderen das Leben nimmt. Doch kommen wir nun zu meiner Geschichte. Alles begann im Juli 1994. Ich war auf der Arbeit, ich war LKW-Fahrer. Eines Nachts habe ich Überstunden geschoben. Dann stieg ich aus und ging wie immer nach Hause. Aber als ich die Tür öffnete und das Licht anmachte, bemerkte ich, dass da nichts mehr war. Meine Alte hatte mir alles genommen, auch meinen Sohn, und mich verlassen. Dass sie abgehauen ist, war nicht mein Problem. Aber sie nahm meinen 6-jährigen Sohn mit. Sie war cracksüchtig und ein wertloses Stück Scheiße. Ich hätte sie dafür bezahlt, aus meinem Leben auszusteigen. Alles, was sie tun musste, war, meinen Sohn zum Haus meiner Mutter zu bringen, und sie hätte alles andere haben und weg sein können. Ungefähr 6 Monate später fand ich heraus, dass sie mit irgendeinem Arschloch auf die andere Seite der Stadt gezogen war, das sie dazu brachte, ihren Arsch für Drogen zu verkaufen. Sie wurde wegen Drogenbesitz verhaftet und dann nahmen sie ihr meinen Sohn wegen Kindervernachlässigung und Kindesmissbrauch weg. Ich hätte keine Chance gehabt, wenn ich zum Sozialamt gegangen wäre und versucht hätte, meinen Sohn wiederzubekommen. Nicht bei meinen Vorstrafen. Deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, aus Hass auf die beiden, die meinen Sohn verloren haben, nach ihnen zu suchen. Ich hatte von jemandem erfahren, dass sie öfters unter dieser einen Brücke hindurchgehen und sich mit ein paar obdachlosen Wichsern begnügen würden, die unter dieser Brücke lebten. Also bin ich da runtergegangen und habe nach ihnen gesucht. Sie waren nicht da, aber die beiden obdachlosen Wichsern, mit denen sie high waren, waren da. Sie lagen ohnmächtig auf einer alten, stinkenden Matratze und dort lagen sie auch, als ich ging. Außer, dass sie tot waren, weil sie zerhackt worden waren.
In derselben Nacht lockte ich die erste Crackhure unter diese Brücke. Ich habe sie high gemacht und versucht, aus ihr Informationen über den Aufenthaltsort meiner Alten herauszubekommen. Sie tat so, als wüsste sie es nicht, also habe ich sie verprügelt, ihr den Arsch vergewaltigt und sie dann getötet. Ich steckte sie in einen Busch und lockte die zweite Hure dorthin. Ich tat dasselbe mit ihr wie bei der ersten, aber als ich sie gerade zu der anderen ins Gebüsch werfen wollte, bemerkte ich einen alten Schwarzen unten am Fluss, der angelte und zu mir hochblickte. Ich schnappte mir ein daneben liegendes Stahlrohr, rannte auf ihn zu und schlug ihn damit den Schädel ein. Danach setzte ich die beiden Mädchen und ihn in den Fluss und beschwerte sie mit Steinen. Das war eine sehr arbeitsreiche Nacht für mich gewesen. 5 Morde innerhalb von etwa 7 Stunden. Ich habe mich in diesem Fluss sauber gemacht und den Tatort aufgeräumt, so gut ich konnte, und bin dann gegangen. 2,5 Wochen später wurde ich verhaftet und wegen Mordes an den beiden Männern angeklagt, die ich zerhackt hatte. Ich verbrachte fast 18 Monate im Stadtgefängnis von Baltimore und wartete auf meinen Prozess. Der Prozess dauerte eine Woche und wurde wegen mangelnder Beweise abgebrochen. Ich war wieder frei. Ich ging zurück und überredete meinen alten Chef, mir meinen Job bei der Palettenfirma zurückzugeben. Auf dem Grundstück gab es einen kleinen Wohnwagen. Also sagte ich meinem Chef, er solle mich dort bleiben lassen, damit ich das Haus im Auge behalten könne. Er stimmte dem zu und gab mir die Schlüssel für das Eingangstor und das Hauptgebäude. Das Unternehmen lag in einer Sackgasse und war sehr isoliert. Es war perfekt für das, was ich tun wollte. Ich habe 2 weitere Crackhuren in meinen Wohnwagen gelockt und abgeschlachtet. Danach schnitt ich das Fleisch in Stücke, legte es in einige Tupperwarenschüsseln und stellte es dann in den Gefrierschrank. Die sterblichen Überreste habe ich in mehreren flachen Gräbern in einem kleinen Wald hinter der Firma begraben. In den nächsten paar Wochen eröffnete ich an den Wochenenden einen kleinen Rindfleischstand im Tagebau. Ich hatte echte Roastbeef- und Schweinefleisch-Sandwiches und mit menschlichem Fleisch darunter gemischt. Und warum auch nicht? Sie waren sehr gut. Der Geschmack des menschlichen Körpers war dem von Schweinefleisch sehr ähnlich. Wenn man es miteinander mischt, kann niemand den Unterschied erkennen. Alles lief ziemlich gut, bis mir mein Spezialfleisch ausging. Also habe ich eine weitere Schlampe zu meinem Wohnwagen gelockt. Ich brachte sie da rein und fing an, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und sie so richtig fertig zu machen. Sie schrie, aber außer mir war niemand da, der sie hören konnte. Also habe ich sie einfach weiter ausgelacht. Ich drehte mich für den Bruchteil einer Sekunde um und das war mein Fehler, denn sie rannte aus der Tür, bevor ich sie erreichen konnte. Um die Vorderseite des Unternehmens herum befand sich ein 8 Fuß langer Maschendrahtzaun mit Stacheldraht drauf. Neben dem Zaun lag ein etwa 3 Meter hoher Stapel Holzpaletten. Diese Schlampe kletterte wie ein Affe auf die Paletten, sprang über den Zaun und rannte zur Hauptstraße, wo ein Typ sie in einem Pickup aufgabelte und zu einer nahegelegenen Tankstelle brachte, wo sie dann die Polizei rief. Nun, ich wusste, dass die Polizei unterwegs war, aber ich rannte nicht weg. Ich sammelte ihre Kleidung ein, schnappte mir die Schlüssel zum Tor, ging hinaus und öffnete es. Sobald ich aus dem Tor trat, hielt ein Streifenwagen an. Und der Polizist sprang heraus, richtete seine Waffe auf mich und sagte mir, ich solle mich auf den Boden legen. Und hier endet alles. Sie nahmen mich mit und buchteten mich ein. Sie hatte ihnen erzählt, dass ich gesagt hätte, ich würde sie wie die anderen töten. Was stimmte? Sie ließen mich in einem kleinen Raum unten im Morddezernat sitzen, wo sie mich mit Fragen durchbohrten und mir fast den Arsch küssten. Sie versuchten herauszufinden, was ich getan habe. Also holten sie mich 1 Monat lang jeden Tag aus dem Stadtgefängnis und brachten mich zwischen der Firma und der Brücke hin und her. Ich habe sie in der Firma verrückt werden lassen, als sie die Überreste dieser beiden Huren dort ausgegraben haben. Denn ich habe ihre Überreste in 7 verschiedenen Löchern begraben. Das Einzige, worüber ich bei all dem ein schlechtes Gewissen habe, ist, dass ich nicht die beiden Wichsern ermorden konnte, hinter denen ich eigentlich her war.
Und das ist meine Alte und der Bastard, mit dem sie Sex hatte. Nun, das ist meine Geschichte. Schrecklich aber wahr. Wenn Sie also das nächste Mal die Straße entlang fahren und zufällig einen Tagebauch-Rindfleischstand sehen, den Sie noch nie zuvor gesehen haben, denken Sie unbedingt über diese Geschichte nach, bevor Sie in das Sandwich beißen. Manchmal weiß man nie, was man da isst.